Heute ist mal unser Lastesel dran. Ja? Die gehören allerdings in den Porsche. Aber ansonsten machen wir neue Bremsklötze, neue Bremsleitungen und etwas schwer neue Bremsscheiben. So, die Radkappen werden mit diesem schönen Instrument abgezogen. Geht also auch ohne großen Schraubenzieher. Vor dem Aufpumpen lösen wir die Radschrauben. Bei solchen Arbeiten verlassen wir uns nie auf einen solchen billigen Werkstattheber, sondern benutzen immer einen Holzstapel. Und weg mit dem Rädchen. So, die Bremsscheiben sind soweit eingelaufen. Die Scheibe ist hier noch mit einer Schraube gesichert. Dann die Belege werden an den Schrauben gewechselt. Die machen wir natürlich auch neu. Und zudem müssen wir auch den Bremsschlauch neu machen. Wir beginnen mit dem Lösen des Sattels. Um den Sattel abzubekommen, muss man erst den Zylinder etwas zurückdrücken und dann geht es. Oben am Federbein fest. Als nächstes muss nun der Bremsträger entfernt werden. Hierzu müssen diese Rippschrauben geöffnet werden. Ich spiele jetzt, die kriegst du im Hals. Wenn der Bremsträger schon mal außen ist, kann man auch kontrollieren, ob die Manschette nicht gerissen ist und ob die Mechanik noch frei geht. Oben das gleiche. Die Bremsscheibe wird durch eine kleine Kreuzschlitzschraube hier gesichert. Diese ist verdammt schwer herauszubekommen. Ich behandle sie deshalb mit Rostlöser. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht. Meiner Erfahrung nach ist es hoffnungslos, eine solche Schraube mit dem Schraubenzieher aufzumachen. Deswegen gleich der Schlagschrauber. So, jetzt sieht man auch den Grund, warum die Schraube so schwer aufgeht. Die unteren 3 Gewindegänge sind eingerostet. Man sieht auch, wie weit der Rostlöser vordringt. Keine Chance. So. Ein kleiner Schlag schadet nicht. Nun sehen wir auch den Grund, warum wir die Bremse wechseln. Sie ist hier schon viel zu dünn. Natürlich reinigen wir die Radnabe gründlich. Man keine mehr, kann schon gar nicht mehr kaufen. Damit kommt später die Ecke. Auf die Radnabe kommt etwas Hochtemperaturpasta. Die Bremsscheibe so ansetzen. Das Loch wieder passt. So. Diese Kreuzschlitzschraube anziehe, zentriere ich die Scheibe anständig mit den Radschrauben. Wichtig ist, dass wir die Führungsschienen für die Bremsklötze gründlich reinigen. Da ist jede Menge Belagreste drauf. Die Rippschrauben kann man wieder benutzen, man muss nur gründlich den Dreck aus den Rippen arbeiten. Schaut nicht da, aber schadet nicht. Beim Herausschrauben habe ich bemerkt, dass eine Schraube sehr schwergängig war. Wir werden daher die Gewinde nacharbeiten. Schauen wir mal, was für ein Gewinde wir haben. Aha, es ist ein 12×1,5 Gewinde. Glücklich, wer den passenden Bohrer hat. 12×1,5 Eingewinde. So, wir schneiden das Gewinde vorsichtig nach. So, der Bremsträger. Der Bremsträger wird mit 125 Newtonmetern angeknallt und gut ist. Ich habe hier mal in einer ruhigen Stunde ein Universal-Rücksitzwerkzeug für Bremssättel konstruiert. Dies ist für normale zum Drücken. Man kann das Werkzeug aber auch umbauen. Und aufgrund der genialen Konstruktion kann man gleichzeitig Druck rechts und links drehende Bremssättel zurückstellen. So.
Zum Lösen der Bremsleitung werden unbedingt solche Werkzeuge benötigt. Entweder einen Krähenfußschlüssel oder einen offenen Ringschlüssel guter Qualität. Wer es mit dem Gabelschlüssel probiert, hat verloren. Sieht man, wie nötig der Wechsel dieses Bremsschlauches war. Hier der mittlere ist schon ganz schön tief. Die Bremsleitungen werden mit 10 Newtonmetern angezogen. Die Führungsschienen können wir etwas mit Hochtemperaturpaste, Kupfer, einreiben. Die Rückseite der Belege ebenso. Ich habe die Belege eingesetzt, wird aufgesetzt, unten durch eine Schraube gesichert. Die Führungen des Shuttles werden mit 30 Newtonmetern festgezogen. Das Entlüftungsventil kann verdammt fest sitzen. Es ist immer sehr gefährlich, so ein Teil abzureißen. Ich nehme immer eine lange 11er Stecknuss. Zum Entlüften stecken wir auf das Entlüftungsventil einen solchen glassichtigen Schlauch. Die abgelassene Flüssigkeit fangen wir mit einem Glas auf. Beim Entlüften nicht vergessen, immer wieder Bremsflüssigkeit nachzufüllen, damit das System keine Luft ansaugt. Und ganz wichtig bei diesem Fahrzeug, nach dem Nachfüllen 1 Minute auf Zündung gehen, weil es gibt eine Pumpe, die die Bremsflüssigkeit erst umwälzt. Unten halten, hoch, Druck, unten, hoch, Druck, hoch, Druck. Das Ventil nur mit 2 Fingern vorsichtig anziehen. Gut ist. Kappe drauf. Bremsflüssigkeit ist eine verdammt aggressive Soße. Das heißt, am besten reinigt man alles mit Wasser und macht es nachher trocken. Grundsätzlich kann auch nachher eine Autowasche auch nicht schaden. Und schön trocken blasen. So, nun können wir das Rad wieder aufsetzen. Natürlich in Großvaterhaltung. Die Schrauben mit der Hand so gut anziehen, wie es geht, immer über Kreuz. Ein bisschen anheben. Dann haben wir die Klötze alle wieder entfernt. Und nun vorsichtig anlassen. Auch wieder über Kreuz. So. Die gute Nachricht, eine Seite ist fertig. Die schlechte, es gibt noch eine zweite Seite am Auto.